Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, was hat 5G, das Handynetz, und was hat unser Immunsystem eigentlich gemeinsam? Ich weiß, auf was ich daraus will, aber es geht heute nicht um mich. Ich habe einen Experten einladen dürfen, der mir zugeschaltet ist. Er ist einer der berühmtesten Ärzte, die man sich vorstellen kann. Er ist jemand, der spezielle Ausbildungen anbietet an Ärzte, die dann nach seinem Namen weiter agieren. Er war für das amerikanische Militär in der SARS-Grippe zuständig oder mitverantwortlich zu entwickeln. Und er ist heute wieder zugeschaltet, der Herr Dr. Dietrich Klinghardt. Ganz herzlich willkommen, Dietrich. Grüß Gott, Alexander. Lieber Dietrich, ich höre es ja aus vielen Sendungen auch von dir, wie kontrovers du das ganze 5G anschaust und die Auswirkungen auf unser Immunsystem. Und ich möchte gerne dich sprechen lassen und aufmerksam dieser Vorlesung zuhören, denn ich denke, hier spricht jetzt wirklich der Experte und ich bin gespannt, was kommen wird. Gut, also erstmal, ich möchte mal als einleitend sagen, das ist ungefähr 2 Monate her, las ich in der, glaube ich, Züricher Zeitung, heißt es, also eine der größeren Tageszeitungen, die den Titel Zürich mit drin hat, eine Diskussion, ja, über 2 Seiten, wo praktisch dargestellt wurde, wie blöd die Bevölkerung in der Schweiz ist, dass sie sich gegen 5G wehrt. Es ist doch eine tolle Technologie und es gibt Tausende von Studien, die zeigen, dass es ungefährlich ist. Well, die Wahrheit, und ich habe damals natürlich zurückgeschrieben an die Zeitschrift, sie sollen mir doch mal eine von den tausenden Studien zeigen. Und es gab keine Antwort darauf. Es gibt nämlich keine Studie und die Industrie gibt zu, dass von keinem der westlichen Ländern bis jetzt Vorlage von irgendeiner Studie verlangt wurde, um das 5G-Netzwerk geschehen zu lassen oder zu aktivieren. Das mal als Vorspann, oder? Es gibt keine Studie, die zeigt, dass es keine schädlichen biologischen Effekte gibt. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Grenzwerte, die im Jahr 1975 etwa festgelegt wurden, wo es noch gar keine Radiowellen gab im Umfeld, da wurden die Grenzwerte festgelegt aufgrund davon, wie viel Körpererwärmung Radiowellen erzeugen dürfen, oder? Und das ist und da gibt es einen Richtwert, der liegt ungefähr ums 100.000-fache über dem, wo Strahlung bereits menschliche Schäden verursacht, oder? Und ja, es gibt Studien, die zeigen, dass diese Richtwerte nicht überschritten werden. Es gibt aber von der Industrie keine einzige Studie, was 5G oder selbst 3G, 4G an den Insekten macht, oder? Wir wissen, dass bis zu 75% aller Insekten in der Schweiz und Deutschland, Mitteleuropa, verschwunden sind in den letzten 15 Jahren. Wir wissen, dass damit 75% aller Singvögel verschwunden sind. Wir wissen, dass sogar in der Erde der Reichtum an wichtigen Bakterien, Pilzen, Würmern um 75% zurückgegangen ist in den Oberschichten der Erde, wo Radiowellen mit eindringen. Und das heißt, überall, wo geschaut wird, gibt es nur Schäden. Und ganz kurz jetzt zur Biologie oder zu dem, was bekannt ist. Mein Anliegen ist zu sagen, dass 3G bereits absolut tödlich war für uns und 5G nur noch mal eine obere Oktave ist, nur noch mal eine Steigerung. Ja, das Problem bei 5G ist, dass es keinen einheitlichen Wellenbereich gibt. Es gibt 3 Wellenbereiche, einen frequenten Bereich, dann einen um die 6 Gigahertz. 3G war 2,4 Gigahertz, das sind jetzt 6 Gigahertz. Und dann gibt es einen hohen Frequenzbereich von 26 bis 60.000 Gigahertz. Das Problem bei diesem hohen Wellenbereich ist, dass es für uns normale Menschen kein Messgerät gibt, die erfassen kann, ob wir bestrahlt sind oder nicht. Unsere ganzen Messgeräte, die wir haben, hören maximal bei 6 Gigahertz aus. Und dieser hohe Wellenbereich, den können wir nicht erfassen. Es gibt Instrumente, die kosten dann aufwärts von 100.000 Schweizer Franken und sind nicht bezahlbar. Auch aber nicht man für könnte doch es an den Wirkungen messen. Wenn ich doch ein EEG oder ein HIV-Analyse mache, kann ich doch das also an der Wirkung an biologischen Systemen messen. Ja, es ist nur, das Thema ist im Moment, dass wir nicht wissen,
welcher Wellenbereich zugeschaltet ist. Wir können die niederen messen und wir können den bis 6G messen. Und die Industrie erzählt uns bis jetzt, dass nur versuchsweise in manchen Orten der Welt dieser hohe Wellenbereich zugeschaltet ist. Wir wissen nicht wirklich, und es gibt keine ehrliche Information im Moment, wann der hohe Wellenbereich zugeschaltet ist. Aber ich möchte nochmal zurückgehen. In den 60er Jahren gab es einen britischen Forscher, der für MI6 der Hauptphysiker war, der Geheimdienst in England. Und er hatte den Auftrag, das war aufgrund, damals gab es diesen Zwischenfall, dass in der russischen Botschaft in Moskau viele Angestellte der USA krank wurden und man festgestellt hat, dass die mit Radiowellen bestrahlt wurden, diese krank machen. Das wurde jetzt zugegeben, ja. Ja, es ist heute bekannt, es ist veröffentlicht, oder? Und dann hatte Barry Trower für den ganzen Westen den Auftrag gehabt, rauszufinden, was haben die da gemacht, was für Wellenlängen haben die benutzt, was können wir mit Radiowellen alles machen. Und sein erster Auftrag war festzustellen, und es war interessant, und Barry lebt, er spricht darüber. Ja, also es ist nicht, und es ist auch veröffentlicht. Wir haben es auf meiner Webseite ink.ag, sind die Studien drauf. Er hat den Auftrag gehabt, festzustellen, mit welchen Wellenlängen kann man Frauen unfruchtbar machen. Über 1, 2, 3 Generationen, ja, dass die Eizellen kaputt gemacht werden in den Ovarien. Und dann hat er den Auftrag gehabt, was für Wellenlängen können verwendet werden, um ganze Bevölkerung friedvoll zu machen. Und das Spannende war, dass die beste Wellenlänge, die gefunden wurde, um diese Zwecke zu erfüllen, war 2,4 Gigahertz. Und das ist die Wellenlänge, die adoptiert wurde für das 3G-Netzwerk. Ich möchte jetzt den Bogen spannen zu 5G. 5G weiß noch keiner von uns. Es gibt ja keine Studie, die gemacht wurde, die Richtung oder jene. Und wir können auch von den biologischen Effekten nur sagen, okay, wir können messen, was die niederen Wellenlängenbereiche angeht. Aber ich möchte mich da im Moment noch enthalten. Aber das Gemeine, das Kriminelle ist jetzt Folgendes, oder? Um das 5G-Netzwerk zu etablieren, muss an jeder Straßenlaterne alle 30 bis 100 Meter spätestens muss ein Sendeteil installiert werden. Und was wir herausgefunden haben, dass mit jedem Sendeteil für 5G wird es 3G mit installiert. Genau der Wellenlängenbereich, wo wir wissen, dass er absolut tödlich ist für uns. Und ich gehe gleich auf die biologischen Effekte ein. Wird mit installiert unter dem Deckmantel 5G, tolle neu. Wir können dann endlich mal ohne Fahrer Auto fahren. Hat sich ja jeder Schweizer gewünscht, endlich mal am Steuer zu sitzen und nicht mehr selber lenken zu müssen. Oder es muss ja der Traum sein für jeden Schweizer, sonst würde keiner für 5G zustimmen, oder? Ja, aber das, was du jetzt gerade sagst mit diesen 2,4 Gigahertz, ist sich das die Telekom-Branche denn bewusst oder ist das nur gewisse Kreise in der Medizin bekannt? Nein, das ist natürlich unter den Kräften, die ähnlich wie Bill Gates, hinter allem steht, was mit Gesundheit zu tun hat, gibt es die gleichen Kräfte, die hinter den Telekommunikationsindustrien wirken. Und ich kann leider darf nicht mehr dazu sagen. Ich weiß leider sehr viel mehr, als ich sagen darf. Aber liebe Dieter, ich meine, wir sind freies Fernsehen und ich liebe das, was du sagst. Nein, das ist nur meine Informationsquelle. Nein, will ich auch gar nicht in Frage stellen. Mir geht es nur darum, wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde an einen Telekom-Manager, hier zu uns ins Studio zu kommen, für eine kontroverse Diskussion zwischen 2 Experten, würdest du dich da auch zur Verfügung stellen? Oh, absolut, ja. Und der Experte, der soll mal kommen mit seinen Studien, die er hat, die gemacht worden sind.
dass es keine Schäden gibt. Dann werde ich jetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer bitte aufrufen, hier doch auch einmal ein bisschen Position uns zu unterstützen, indem man einfach irgendwelche Experten, die damit sich auskennen mit diesen 2,4 Gigahertz, zu suchen und bitte zu uns zu verweisen ins QS24-Studio für eine Diskussion über Pro und Contra, wo ich dann gern den Herrn Dr. Dietrich, vielleicht noch der Herr Dr. Mutter dazu einladen werde. Der war nämlich auch kürzlich bei mir, der hat das auch gesagt, dass die jungen Leute die erste Generation sein werden, die uns Eltern nicht überleben werden. Da hatte ich Herzklopfen, als ich das gehört habe. Ja. Solche Seiten, so einen Mist will ich gar nicht hören, oder? Ja, Joachim ist ein fantastischer Wissenschaftler. Aber zurück, gut, also wir haben jetzt 3G, 4G und 5G. Und ganz kurz, was wir wissen mit Sicherheit. Mein Freund Martin Paul, Professor in Washington, oder jetzt Professor Emeritus der Biochemie, hat alle Studien aufgearbeitet, die es zu 3G gegeben hat und folgenden biologischen Weg nachgewiesen. Ja, es gibt an jeder Zelle sogenannte Voltage-Gated Calciumkanäle. Ich muss mal auf Englisch, auf Deutsch übersetzen. Diese Kanäle sind dafür da, Calcium in die Zelle einzuleiten. Calcium im Übermaß in der Zelle ist das Alterselement, ja, das die Zelle sehr schnell altern lässt. Ja. Und es löst einen biochemischen Weg aus, der in der Zelle zur Erzeugung von Peroxynitrit führt. Um es einfach zu sagen, Peroxynitrit ist der gleiche Treibstoff, der für Raketen benutzt wird. Eine hochgradige oxidative Substanz, die die Zelle zerstört. 3G aktiviert diesen Kanal und aktiviert den Einfluss von Calcium in die Zelle. Das heißt, jeder altert schneller, aber was passiert durch die Erzeugung von Peroxynitrit? Gibt es einen wahnsinnig zerstörerischen Prozess, der dann nicht nur die Zelle erfasst, sondern auch die umgehenden Zellen erfasst. Und das ist der Grundmechanismus für alle, nicht manche, alle neurologischen Erkrankungen. Parkinson, die Altersdemenz, Autismus, die schweren Symptome der Leimborreliose. Es geht immer nur um Peroxynitrit. Und der Antreiber, der Grundantreiber dafür war das 3G-Netzwerk, die 2,4 Gigahertz. Es hat diese Erkrankung in diesem Ausmaß und in diesem Schweregrad früher nicht gegeben. Es kommt mir so vor wie der Frosch im Wasser, ja, im kalten Wasser. Und wenn wir das langsam erhitzen, werden wir mitgekocht, ohne dass wir da rausspringen würden. Absolut. Und jetzt möchte ich nochmal den Bogen schlagen, oder? Und 2,4 Gigahertz war so schlimm, oder? Und jetzt wird der Ausbau vom 5G-Netzwerk benutzt, dass wir diese 3G-Sendemasten nicht alle Kilometer haben, sondern alle 50 oder 30 bis 100 Meter haben. Das heißt, dieser Prozess wird wahnsinnig angeworfen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, bis jetzt von uns Gegnern von 5G, oder? Mein Hauptpunkt ist der, 5G erfordert oder ermöglicht es der Industrie, diese katastrophale 3G-Geschichte auszubreiten. Und 5G wird mit Sicherheit nochmal exponentiell schlimmer sein. Ich möchte einen biologischen Faktor sagen, der stimmt. Es gibt Wellenlängenbereich um die 30 Gigahertz, 30 Milliarden Hertz, der das Sauerstoffmolekül zerbricht. Und es gibt ja am Internet, YouTube, habt ihr sicher auch gesehen, immer wieder diese Hinweise auf junge Leute, die auf der Straße spazieren gehen und plötzlich tot umfallen. Und dies hat es nur gegeben in der Gegenwart von, wo das 5G-Netzwerk bereits aktiviert und eingeschaltet ist. Und der Verdacht ist, dass das Sauerstoffmolekül im ganzen Körper auseinandergebrochen wird und funktionsunfähig wird. Das ist eine riesen Sorge, die wir alle haben. Das ist ein Teil. Und der andere Teil ist, dass ich von meinen Lehrern in Deutschland, den tollen Biophysikern, die es hier gab, die alle verstorben sind inzwischen, wie zum Beispiel Dr. Wolfgang Ludwig und andere, wissen wir, dass unsere eigene DNA kommuniziert, dass die Zellen untereinander kommunizieren mit
Abgaben von Radiowellen in dem Bereich von 26 bis 60 Gigahertz. Das ist genau der Bereich, wo 5G jetzt aktiv werden wird. Und es ist mit Sicherheit der Fall, dass alle biologischen Funktionen, die wir haben, eingeschränkt oder verändert werden, dass wir praktisch mutiert werden dadurch. Und als letztes möchte ich noch sagen, natürlich eigene persönliche Erfahrung. Wir wissen, dass Wuhan, ja, wo jetzt die Krise losging, ich möchte einschränkend dazu sagen, wir hatten bereits den Coronavirus im August in Texas. Ja, ich habe 2 Blutproben von Patienten, die schwer lungenerkrankt waren, im August, oder? Und habe die jetzt untersuchen lassen, waren beide positiv. August 2019? Ja, waren beide positiv für den Coronavirus. Und es ist relativ klar, dass Fort Detrick, das nach meinem Namen benannt ist, oder Fort Detrick, war das eigentliche Labor, wo dieser Virus entwickelt worden wurde. Er wurde dann zur Weiterentwicklung nach Wuhan gegeben. Wir kennen alle jetzt den Hintergrund davon, aber es gab in Texas damals den Ausbruch, wo 20.000 Leute gestorben sind an einer schweren Lungenentzündung, oder? Und das ist wieder abgeklungen, so Ende der Sommermonate, oder? Und dann kam jetzt diese neue Serie. Und wie gesagt, wir haben 2 Blutproben im Eisschrank gehabt vom August von Leuten aus Texas, die damit erkrankt waren, die wir durchgekämpft haben damals. Beide positiv für SARS-CoV-19, SARS-CoV-2, also der neue Virus, genau genetisch identisch mit dem neuen Virus. Also das ist mal ein Hinweis. So Wuhan 5G, ja, es war die erste Stadt, wo 5G ausgerollt wurde in China. Und jetzt nach Amerika, was Spannendes, oder? Es gab 5 Städte in den USA, die im August, September angefangen haben, 5G einzuschalten, um diese fahrerlosen Autos auszuprobieren und andere Dinge auszuprobieren. Und eine von diesen Städten war ein Vorort von Seattle, der heißt Kirkland. Und Kirkland liegt Luftlinie von mir weniger als 2 Kilometer weg von meiner Praxis. Und in Kirkland gab es den ersten gut dokumentierten Ausbruch von Corona. Und von den ersten 10 Patienten, die dort eingeliefert wurden im Evergreen Hospital, das ist das Krankenhaus, wo ich ein- und ausgehe, sind 6 verstorben von 10. Das heißt eine Todesrate von 60%. Und Kirkland war eine von den ersten 5 Stadtteilen in den ganzen USA, wo 5G eingerichtet wurde. Und Evergreen Hospital, wo diese hohe Todesrate war das einzige Krankenhaus in den USA im Dezember, Januar, Februar, das voll mit 5G ausgerüstet war. Mehr brauche ich als Arzt nicht zu sagen, oder? Wenn die Todesrate, die heute geschätzt wird, auf 0,1% oder weniger vom Coronavirus und hier 60%, dann muss ich doch hinschauen, was da anders war, oder? Und das andere war ich mit habe so ein ähnliches Gerücht noch gehört in Italien. Italien, wo ja auch ziemlich arg unter Corona litt, dass dort auch das 5G-Netz aktiviert wurde. Oder ist das irgendwie eine Verschwörung, was da sich da verbreitet im Netz? Ja, da ist natürlich im Moment ein bisschen so eine 5G-Hysterie auch ausgebrochen. Das Problem ist, was ich vorher gesagt habe, dass wenn die 5G-Masten etabliert sind, wissen wir nicht, ob 5G wirklich ausgestrahlt wird oder nur die Technologie im Prinzip da ist. Und wenn ausgestrahlt wird von diesen 3 Wellenlängenbereichen, werden alle 3 ausgestrahlt oder nur die unteren. Oder könnte es sein, was ich vorher gesagt habe, die Städte, wo 5G eingerichtet sind, sind die Städte, wo alle 30 bis 100 Meter jetzt 3G ausgestrahlt wird. Und in massiv verstärkter Dosis. Das heißt, dass da, wo früher 3G Probleme waren, sind heute, ihr könnt es ausrechnen, wenn vorher ungefähr alle 1 Kilometer ein Sendemast war, ist jetzt alle 30 bis 100 Meter eine. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel mehr an Strahlung die Leute dort abbekommen. Ja, ich habe das selbst schon hier bei uns im Studio gesehen. Da war ein Test
Und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto da vorbeigefahren bin, hatte ich Herzklopfen, weil es hat vibriert. Aber ich habe jetzt noch 2 Fragen, die mir ganz wichtig erscheinen. Gibt es denn ein Frequenzband, wo man 5G oder 3G laufen lassen könnte, das ein biologisches Fenster ist, das am menschlichen Körper nicht schaden würde? Absolut. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, oder? Bei der Auswahl von diesem 2,4G wurde geschaut, welches Frequenzband ist denn das schädlichste? Und das wurde ausgewählt. Das ist eine menschliche Kriminalität und Brutalität, die man sich kaum vorstellen kann oder die ich mir als normaler Mensch gar nicht vorstellen kann. Wenn es benutzt wird, um die Bevölkerung einzuschränken oder zu reduzieren. Wir wissen, dass genug Platz ist mit biologischen Anbaumethoden für 32 Milliarden Menschen. Es gibt keinen Grund, heute mit Gewalt die Bevölkerung zu reduzieren. Wir wissen, Beispiel Italien, oder? Als ich Kind war, in den 50er Jahren, war Italien das kinderreichste Land. Dann hat man den Italienern Industrie gegeben, anständige Jobs. Sie haben ein anständiges Einkommen gehabt, anständige Sozialversicherung. Heute hat Italien die geringste Kinderrate. Und anstatt diesen Weg zu gehen, um die Weltbevölkerung zu reduzieren, den Reichtum zu verteilen gleichmäßig über die Erde. Ja, ich bin Sozialist, muss ich sagen. Wenn wir den Reichtum über die Erde verteilen, dann reduziert die Bevölkerung sich ganz von allein auf friedliche Art. Oder? Diesen Teil wollte ich nochmal sagen. Und jetzt Frequenzbänder. Es gibt unendlich viele Wellenlängenbereiche. Und es ist absolut kein Problem, durch gute biologische Studien rauszufinden, welche Frequenzfenster für uns Menschen unschädlich sind. Dann gibt es Wellenlängenbereiche, die für die Insekten unschädlich sind, für die Fische unschädlich sind, für die Vögel unschädlich sind. Und wenn hier nur ein bisschen an Milliardstel von dem Geld, was verdient wird in der Industrie, verwendet würde für Studien, um herauszufinden, welche Wellenlängenbereiche sind denn biologisch verträglich oder sogar heilend für die Umwelt, gibt es überhaupt kein Problem. Und es wäre absolut Tuba. Es sind immer nur bestimmte Bereiche, die uns treffen, die uns verwunden. Das macht mir auch ganz viel Hoffnung, was du jetzt gerade gesagt hast. Nämlich, ich glaube nicht, dass wir als Konsumgesellschaft gerne auf etwas verzichten wollen. Aber wenn wir genügend starke Opposition ergreifen und einfach diese fragende Worte an die verantwortlichen Leute stellen, was ist mit diesen 2,4 Gigahertz? Bitte prüft es, ist es biologisch schädlich, ja oder nein? Gebt mir eine Versicherung, eine Rente, wenn es so wäre oder weiß Gott was. Wir müssen doch hier mehr Druck aufsetzen. So, aber meine letzte Frage ist, im Moment ist es nicht so. Was können wir Nutzer denn für unser eigenes Wohlergehen tun, um bestmöglichst durch diesen Strahlensalat durchzukommen? Naja, es gibt natürlich, der wichtigste politische Schritt wäre, wenn jeder, dem ein Handy gehört, sich abmeldet. Ja, denn die Sendemasten werden dort aufgebaut, wo die größte Dichte ist an Leuten, die Verträge unterschreiben. Das wäre ein mutiger Schritt, der natürlich für viele einfach beruflich nicht möglich ist. Und dann, was den Selbstschutz angeht, oder ich habe 2 Firmen. Ich habe eine Firma hier in England, Key Science, die ich berate. Und wir haben ein Produkt, das heißt Raywave. Das sind 3 Kräuter, die sich gezeigt haben, die unsere Zellen ungemein stärken, diese Frequenzen abzustrahlen. Ja, das ist Propolis, das ist kein Kraut, Propolis von Bienen. Das ist Ginkgo biloba und Rosmarin. Ja, diese 3 Pflanzenstoffe sind veröffentlicht in der Schulmedizin, dass die uns gegen uns strahlensicher machen sozusagen. Und dann gibt es einen Hautschutz, das ist eine Creme, die heißt, habe ich jetzt vergessen den Namen, es gibt eine Hautcreme, wo Schutzstoffe drin sind, die uns sozusagen die Zellen wie ein Spiegel machen, der die Strahlung abstrahlt. Ja. Und dann gibt es Schutzkleidung, das sind silberhaltige Stoffe. Da ist die Schweizer Firma Swiss Shield, ist die führende Firma, diese Stoffe zu entwickeln.
die Radiowellen abstrahlen. Radiowellen zum Glück werden durch Metalle abgestrahlt, ja, und wir müssen aber auch sozusagen angezogen, oder? Silber zieht ja auch an. Also ja, wir müssen sozusagen eine Ritterrüstung tragen, ja. die Strahlung abstrahlt. Ja, das ist wie ein Spiegel, metallische Stoffe. Und das funktioniert fantastisch. Also man kann damit deutlich den eigenen Strahlenschaden verringern und die Dosis, die kumulative Dosis, die man im Tag bekommt, abstrahlen. Finden unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weitere Informationen zu diesem Thema auf deiner Homepage? Ist da was veröffentlicht? Nein, und das Klinghardt-Institut.com. Ja. Wir haben schon, wir haben Schutzkleidung, wir haben diese ganzen, das heißt, diese Creme heißt Qi Shield. KI ist Qi, ist die Qi ist die Energie, Shield, Qi Shield ist diese Lotion, die Körper, die super ist. Da ist nichts Chemisches drin, nur die Stoffe, die wir wissen, die Zellen schützen. Und die Haut ist hier ganz, ganz wichtig, oder? Alles, was durch die Haut durchgeht, macht Schäden tiefer im System. Alles, was abgestrahlt wird von der Haut, und je nach Hauttyp sind manche von uns stabiler und andere weniger stabil. Und diese Sendezeit ist schon wieder vorbei, lieber Dietrich. Ja, ich so ungern ich dich auch abbreche, es tut mir im Herzen weh. Ich weiß nicht, ob ich meine 4 Kinder dazu bringen würde, eine Ritterrüstung zu tragen heutzutage. Es ist wahrscheinlich der einfachere Weg. Wir suchen wirklich die Opposition, als Oppositionsstelle das Gespräch und versuchen doch hier diese 2,4 Gigahertz zu verändern in ein Systemband, das uns allen nicht angreift. Also ich denke, hier müsste die Diskussion sehr schnell rein. Okay. Ja, was wir nicht erwähnt haben, sind die Satelliten, die uns im Moment schon bestrahlen mit 5G. Ja, aber das können wir vielleicht in einem anderen Talk nochmal erwähnen. Oder wir haben jetzt... es ist verrückt, was alles kommt. Über Corona, über Impfen, über 5G. Das hört sich alles irgendwie nach einem großen Verschwörungsplan an, wo ich einfach nicht daran glauben will, aber auch nicht blind bin und immer wieder diese Dinge so sehe und eins zusammenzählen kann. Danke, lieber Dietrich, dass du dir die Zeit genommen hast, uns eine halbe Stunde zu schenken. Ganz herzlichen Dank. Danke, Alexander. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch Ihnen danke ich ganz herzlich. Einerseits bin ich froh, wenn Sie mir irgendwelche kompetente Männer, Damen vermitteln können, die eine Pro-Situation, eine Pro-Stellung beziehen würden im Bereich der 2,4 Gigahertz. Ich möchte gerne diese kontroverse Diskussion hier im Studio vollziehen, um letztendlich wirklich herauszufinden, was ist wahr und was ist nicht wahr. In diesem Sinne, danke, alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.